Hi, mein Name ist Tarek und heute ist ein krass besonderer Tag, denn das Projekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt geht endlich los und ich bin in Berlin Mitte in der Wilhelmstraße. Das ist ein sehr, sehr historischer Ort. Warum genau? Das erfahrt ihr gleich. Kommt mal mit. Kleiner Spoiler, ihr werdet das Projekt mega feiern und die MacherInnen wie zum Beispiel Nadja. Nadja, bist du ready? Hey Tarek, ja, danke, ich bin ready. Ja, dann Applaus für dich und los geht's. Danke. Liebes Publikum, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, hiermit erkläre ich die dekoloniale Afrika-Konferenz für eröffnet. Mein Name ist Nadia Ofwete Al-Azhar und ich bin in dem Projekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt für den Teilbereich Interventionen verantwortlich. Ich werde später noch ausführen, worum es hier gehen wird. Wir als dekoloniale Team werden Ihnen und euch heute einen Überblick über die Projektstruktur geben, die einzelnen Teilbereiche vorstellen und erklären, wie sie miteinander verzahnt sind. In diesem Verbundprojekt von 3 NGOs in Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtmuseum repräsentiere ich die schwarze Empowerment-Plattform Each One Teach One, EOTO, wo ich in der Geschäftsführung und als künstlerische Leitung tätig bin. Wir nehmen als Projekt spezifisch Berlin als Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs wie auch als heutige Bundeshauptstadt ins Visier, ihre koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart. Das ist aber nur wirklich möglich, wenn wir Berlin als Knotenpunkt begreifen und in seinen vielfältigen interkontinentalen und globalen Verschränkungen situieren. Wir wissen auch, dass die Kolonisierung Afrikas nicht erst mit der Konferenz von 1884/85 begann. Sie wurde bereits in den vorherigen Jahrhunderten angelegt, als Europa sich an den Küsten und Flüssen Afrikas und vielen Regionen des globalen Südens festsetzte, um im Rahmen des transatlantischen Versklavungshandels Handel mit Menschen und Waren zu betreiben. Auch hiervon kann Berlin seine Geschichte erzählen. Wir nähern uns dem zentralen Begriff der Dekolonisierung und was er bedeuten kann, mit einer gewissen kritischen Vorsicht und einem Grad an Bescheidenheit. In Die Verdammten dieser Erde bezeichnete Frantz Fanon Dekolonisierung als, und ich zitiere, ein Projekt der völligen Unordnung, das nicht als ein Resultat einer einvernehmlichen Übereinkunft zustande kommen kann. So wollen auch wir stets eine kritische wie selbstkritische Haltung einnehmen, wenn wir in die Auseinandersetzung und in die Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen und Partnern gehen. Will heißen, mit den Institutionen, AkteurInnen und Gruppen hier in Berlin, Deutschland, Europa und weit darüber hinaus. Dies schließt diejenigen ein, die in dieser Matrix der Kolonialität privilegiert wurden und werden, wie auch diejenigen, die sie am eigenen Körper erfuhren und weiterhin erfahren. Besondere Berücksichtigung wird hierbei die Zusammenarbeit mit afrikanischen PartnerInnen in und aus den deutschen Ex-Kolonien sowie dem gesamten Kontinent und seinen globalen Diasporas spielen. Heute, vor 136 Jahren, am 15. November 1884, kamen um 14 Uhr 19 weiße Männer, Repräsentanten einiger der mächtigsten Länder Europas und der USA, im Berliner Reichspalais zusammen, das gleich nebenan in der Wilhelmstraße 77 stand, um über die kommenden Wintermonate bis hin zum 26. Februar 1885 miteinander zu konferieren und ihre jeweiligen wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen auf dem afrikanischen Kontinent auszuhandeln und zu harmonisieren. Sie waren der festen Überzeugung, dass ihr europatriarchales Unterfangen legitim sei. Diese vermeintliche Legitimität leiteten sie aus einer Geisteshaltung der Überlegenheit ab, die sie mittels rassistischer Konstruktionen untermauerten. AfrikanerInnen waren nicht zugegen. Durch die Berliner Konferenz von 1884/85, einer deutsch-französischen Initiative übrigens, wurde die europäische Kolonisierung Afrikas zwar nicht eingeleitet, dies war schon in den Jahren und Jahrhunderten davor passiert, aber sie legitimierte und formalisierte diese Prozesse. Wir stehen heute also im Zentrum des damaligen Regierungsviertels und bedienen uns sehr bewusst einer Symbolik,
der Aneignung von Raum, Zeit und Dramaturgie. Es soll bei diesem Projekt aber keineswegs um eine leere Symbolpolitik gehen. Wir begreifen uns nicht als genialistische, individuelle KuratorInnen, die dieses Projekt im Alleingang umsetzen wollen oder können. Nein, wir sind der festen Überzeugung, dass, um dieses Projekt mit Integrität umzusetzen, es einer Vielzahl an Stimmen und Positionierungen bedarf. Und so haben wir als eine weitere Geste der Aneignung der historischen Berliner Konferenz und ihrer Neukonfigurierung 19 Frauen afrikanischer Herkunft eingeladen, bei diesem Projektlaunch unsere ersten Partnerinnen und Patinnen zu sein, auf dem Weg zu einer veritablen Polyphonie des Dekolonialen. Wir haben sie dazu befragt, welche Rolle Kolonialität in ihren Biografien spielt, in ihren Berufsfeldern, ihren Gesellschaften und Communities, kurz in ihrem Leben. Und natürlich, was sie aus ihren jeweiligen spezifischen Positionierungen heraus unter Dekolonisierung verstehen. Und hier sind sie nun, unsere 19 Teilnehmerinnen der Dekoloniale Berliner Afrika-Konferenz. Mein Name ist Marianne Balimudum. Hi, my name is Mpoma Zipa. My name is Sheila Kakao Chigoju. Mein Name ist Aminata Touré, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Landtagsabgeordnete bei Bündnis 90 Die Grünen hier in Schleswig-Holstein. My name is Edna Bonhomme. I was born in Seminole and Mississippi land in what is popularly known as Miami, Florida, or settler colonial United States. Hallo, mein Name ist Thelma Burbing. Ich bin in Meckenheim bei Bonn groß geworden, in Ghana geboren, aber seit meinem 4. Lebensjahr in Deutschland. Hi, my name is Mina Salami and I'm based in London via Lagos and Sweden and Spain and New York. Hallo, mein Name ist Martha Bienert. Ich lebe in Berlin und letztes Jahr war ich in Genf und habe dort mein Stipendium absolviert von den Vereinten Nationen, und zwar dem Hochkommissariat für Menschenrechte im Rahmen der Internationalen Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft. My name is Pumla Dinawapolo. I'm a feminist author and professor of literature at the Center for Women and Gender Studies at the Nelson Mandela University in South Africa. Ich bin Kabit Bob Emmer und ich lebe und arbeite in Berlin und ich komme aus Kamerun. Hi, my name is Ayasha Garin. I'm based here in Berlin and also in the unceded territories of the Musqueam people. It's a place known as Vancouver, Canada on modern maps. Mein Name ist Ime Itoen. Ich bin geboren und aufgewachsen in Berlin als Teil der afrikanischen Diaspora mit Wurzeln in Akwa Ibom, Nigeria. My name is Jennifer Kamau. I was born in Kenya. I am a granddaughter of a former freedom fighter. My name is Nani Janse Revenlo. I currently split my time between Berlin and Copenhagen. Mein Name ist Marit Ifoma Kupka und ich wurde vor 40 Jahren in Hanau in Deutschland geboren, wo ich aufwuchs. My name is Yvonne Adhiambo-Orr, currently living in Nairobi, Kenya. My name is Ozo Soko. I'm Nigerian and I currently live in Mississauga, Ontario, Canada. Je suis américaine, j'ai vécu à Paris pendant 20 ans et je suis rentrée m'installer au Sénégal. My name is Memory Biva. I was born in Windhoek. I am a historian and more recently interested in a multidisciplinary approach, thereby combining art praxis as well. Mein Name ist Amar Yabua. Ich lebe und arbeite an vielen verschiedenen Orten, denn das Zuhause ist für mich nicht ortsgebunden und hat nichts mit Geografie zu tun. Ich bin aus Köln zugeschaltet. Was für spannende Persönlichkeiten. Nadja, ich bin mega gespannt, was da gleich noch alles kommt. Jetzt aber erstmal zu dir. Du bist Head of Dekoloniale Interventionen. Erzähl mal, worum es da geht. Also wir haben ja unterschiedliche Teilbereiche, die werden heute ja auch alle noch vorgestellt. Museumsberatung, Ausstellungen, eine große Kartierung. Und die Aufgabe von Interventionen ist eigentlich,
das alles nochmal zu bündeln, als Plattform und sichtbar zu machen und dann auch immer wieder einen Ausblick zu bieten. Teil von Interventionen ist zum Beispiel ein jährliches Festival, das Dekoloniale Festival, das eben auch so einen Konferenzcharakter hat, wo ganz unterschiedliche Formate dann stattfinden. Das wird über mehrere Tage laufen, wird auch durch die ganze Stadt wandern über diese 4 Jahre, die wir noch vor uns haben. Ein anderer Aspekt von Interventionen ist die Think Tank-Reihe Revisionen. Und bei der wird es darum gehen, dass wir alle Vierteljahr zusammenkommen, wie eine Art Panel, aber eben auch ein Think Tank, und dass wir internationale Expertinnen und Experten einladen, die schon zu dem Thema Erinnerungskultur und was fängt man damit an? Also wie kreiert man zum Beispiel einen Ort, wo das stattfindet? Ist das ein Dokumentationszentrum? Ist das ein Museum? Ist das eine Performancehalle? Also Leute, die schon zu Apartheid, Versklavung oder so gearbeitet haben. Also wir werden Gäste aus den USA, aus Südafrika, aus dem Süden der USA einladen und die aber zusammenbringen mit Community-Aktivistinnen und Aktivisten hier und natürlich auch mit Entscheidungsträgern und Trägerinnen beispielsweise. Und der dritte Aspekt sind die künstlerischen Interventionen im Stadtraum. Da haben wir so ein Artist-Residence-Programm, wo wir jährlich eben nach Möglichkeit 3 KünstlerInnen nach Berlin holen, die dann zusammen ein Projekt erstellen und das wir dann ausstellen. Also da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf das Festival. Ich freue mich, Part des Festivals mit den anderen tollen KünstlerInnen, AktivistInnen, MacherInnen zu sein. Nadja, Interventionen, das schreibt ihr ja so ein bisschen komisch mit so einer Klammer. Warum schreibt ihr das so? Weil ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass der Herr Duden anruft und meckert. Ja, kann er anrufen. Das ist tatsächlich eine kuratorische Praxis, die in dieser Schreibweise beschrieben wird. Zum einen steht da ja Interventionen, das steht ja für eine politische, auch Störung, sagen wir mal, ja, also das Adressieren, eine kritische Haltung, einen kritischen Blick, und gleichzeitig versteckt sich in diesem Wort aber auch die Invention, also die Erfindung. Das ist dieses künstlerische Moment, was da gleich eingeschrieben ist. Das heißt, wir wollen und ich möchte als Teilbereichsleiterin da keine so Trennung aufbauen zwischen diesen Bereichen. Also irgendwas ist akademisch und intellektuell, das andere ist künstlerisch und dann ist da noch was Aktivistisches. Wir wollen das tatsächlich integrieren und zusammendenken und dafür steht auch diese Schreibweise. Nadja, das klingt alles super spannend. Ich freue mich richtig drauf. Und jetzt kommen noch mal die 19 Frauen und sie sprechen darüber, was für sie Dekolonialisierung bedeutet und welchen Effekt das auf ihr Leben hat. Colonialism has affected me to the point that I had to migrate. And once in Germany, it affects my work through racism and border policies. Decolonization for me means freedom of movement for everybody. Nobody dying at the Mediterranean Sea, and the end of neo-colonial exploitation. Dekolonisierung bedeutet für mich das Ende der Kriminalisierung schwarzer Menschen durch Racial Profiling. Es bedeutet für mich aber auch das Bewusstmachen von rassistischer Sprache und das Empowerment schwarzer Communities, sodass an dieser Stelle Selbstachtung und Selbstliebe tritt. Colonialism has affected me in many ways. I come from people who fought what colonial historiography describes as the 9 Xhosa or frontier wars, after which we had lost almost all our land, autonomy, preparing most of my ancestors to be reduced to disposable labor for white supremacist capitalism in the various industries that built the South African economy and regime that would later be apartheid. I am telling you all of this in English, the language that comes to me and mine through colonial conquest and that 100-year war that I just mentioned.
Meine Eltern haben sich in Hamburg kennengelernt, wohin meine Mutter Ende der 70er Jahre aus Nigeria zum Studieren kam. Mein Vater ist weißer Deutscher. Ich habe mal einen Ancestry-Test gemacht und spannend fand ich aber, dass ein Teil meiner DNA auf Portugal zurückzuführen ist und dass das nicht aus der Familie meines Vaters stammen kann. Lagos, die ehemalige Hauptstadt Nigerias, eine Lagunenstadt, erhielt ihren Namen von Portugiesen, die dort Handel betrieben. Les effets de la colonisation sur moi, personnellement, c'est des effets de colère, de frustration. Sur ma communauté, la colonisation a forcément des effets négatifs, néfastes. Nous sommes face à une communauté totalement complexée, qui ne sait pas où se placer, qui ne trouve plus sa place dans le monde, qui est définie à travers le regard d'autres personnes et d'autres civilisations et d'autres mentalités, qui aujourd'hui souffre, à mon avis, totalement de manque de repères et de sources d'inspiration pour s'élever, s'identifier et même s'humaniser. Ich könnte den 19 Frauen noch ewig zuhören und das Gute ist, da kommt gleich auch noch was. Jetzt ist aber Anna bei mir. Hi Anna. Hallo Tarek. Du bist auch bei den MacherInnen dabei von dem Projekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt. Erzähl doch mal, was verbirgt sich hinter diesem Projekt? Ich mache die Gesamtkoordination und der Titel ist bei uns eigentlich Programm. Also Erinnerungskultur in der Stadt meint, dass wir wirklich in die Erinnerungskultur der Städte hinein wollen, also auch von Berlin. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, da eine dezentrale und lebendige Erinnerungskultur zu etablieren, die sich dem Thema des Kolonialismus mal kritisch nähert. Warum ist diese Erinnerungskultur so wichtig für dich und warum fehlt bisher dieser kritische Blick? Ja, ich glaube, das werden wir in den nächsten 4,5 Jahren rausfinden. Das hat natürlich viele Gründe. Ich glaube, wir haben jetzt gar nicht so viel Zeit, die alle anzuzählen. Aber die Frauen erzählen uns ja auch schon ganz viel darüber, was in den letzten Jahrhunderten schiefgelaufen ist. Und geben uns auch Ratschläge, wie wir es besser machen können. Und genau damit fangen wir jetzt an. Das Projekt dauert insgesamt 5 Jahre. Das ist ganz schön big. Was steht auf der Agenda und welche Bereiche gibt es? Also wir haben mehrere Teilbereiche, damit wir auch wirklich irgendwie in jeden Winkel der Stadt und der Kultur reinkommen können. Von Interventionen haben wir ja gerade schon einiges gehört von Nadja, unsere Festivals und Live-Angebote künstlerischer und akademischer Natur. Sie hat es ja schon richtig gut erzählt. Und dann haben wir einen ganz wichtigen Aspekt, das ist der Teilbereich Geschichten. Da wird Christian Kopp uns später noch mehr dazu erzählen, aber das ist das Kernstück. Ne? Wir machen eine Kartierung, nicht nur von Berlin, auch nicht von ganz Deutschland, sondern eine Weltkarte, in der wir die kolonialen Bezüge räumlich auch herstellen wollen. Ja? Also genau, das ist uns ganz wichtig und auch jetzt schon online. Sind ja schon alle auf der Homepage drauf. Und der dritte Teilbereich ist dekoloniale Repräsentationen. Da machen wir selbst Ausstellungen und gehen auch in die Museen, in die Institutionen rein, um sie zu beraten, wie sie mit ihren eigenen Sammlungen und Ausstellungen im kolonialen Kontext umgehen können. Also es gibt 3 Teilbereiche: Repräsentation, Intervention und Geschichten. Sehr, sehr nice. Und jetzt geht's nice weiter, und zwar mit den Stimmen der Frauen. Menschen aus kolonisierten Ländern wurden verschleppt und ausgebeutet, um Wälder zu roden und dann auf den entstandenen Plantagen und in den Minen zu arbeiten. In diesem Zusammenhang wurden nicht nur erstmals kontinentübergreifend großmaßstäblich Treibhausgase freigesetzt. Das immense Kapital, das in diesen Prozessen entstanden ist und in den kolonisierenden Ländern angehäuft wurde, stellt auch den Grundstein der Industrialisierung dar. Natürlich treffen die Auswirkungen der Umwelt- und Klimakrise schwarze Menschen besonders hart.
Denn neokoloniale Ausbeutungsverhältnisse und Rassismus sind leider kein Ding der Vergangenheit. Sie wirken bis heute nach, auch in der Klimapolitik. The effects of colonialism have been quite direct, not just on myself, but on my ancestors, insofar that they were displaced and forced to work for free in a land that was not their own. Their names were changed, their religion was changed, their ethnic identities were stripped away, and even in recent decades, my family and I continue to be in motion. In 1981, my father took a boat from the coastal town of La Baye in northern Haiti, leaving his family behind, and 2 years after that, my mother did the same. They did this because of the intensive agricultural production that degraded the soil and decades-long drought and mild hurricanes that meant that my father, his relatives, my mother, and her relatives could not really live off of the land. Colonialism has affected the field of digital rights in every way imaginable, from the way in which technology is developed, by centering the white, male, able-bodied and cisgender user, to the way in which it is rolled out by experimenting with new technologies on marginalized groups in our societies, and without due regard to the disproportionate negative impact technologies such as AI and facial recognition have on racialized groups. Having lived in one of the last countries in Africa to become independent, it cannot be overemphasized how place affects our inner worlds, social and economic development. Our lived experience has been shaped by a trajectory of the histories of colonization, genocide, slavery, land dispossession, and the incremental erasure of those histories in various spaces. On the other hand, we have been honored to witness a few generations of women and men commemorate the histories of resistance and the reimagining of spaces of memory in deeply resonating practices in Namibia and South Africa. Jetzt dreht sich alles um den Themenbereich Museumsberatung und ich spreche mit Tahir und mit Paul. Paul, ich fange mit dir direkt an. Die Stiftung Stadtmuseum ist ja Kooperationspartnerin. Wie kam es zu der Kooperation und warum ist die Stiftung Fan von dem Projekt? Sehr gut. Ja, also es gab ein Gespräch von den zivilgesellschaftlichen Institutionen mit meinem Senator Klaus Liederer. Und da wurde gefragt, möchtet ihr vielleicht auch mit dem Stadtmuseum zusammenarbeiten? Antwort war anscheinend, die war nicht dabei, ja. Und dann wurde das bei mir auch nochmal nachgefragt und wir waren eigentlich schon einige Zeit auf der Suche nach einer Zusammenarbeit, weil, ja, ich weiß nicht, ob die Leute die meisten Museen kennen. Das sind ziemlich, sage ich mal, altmodische Institutionen in bestimmter Hinsicht. Ich habe auch Mitarbeiter, die schon sehr lange beim Stadtmuseum arbeiten, kommen auch teilweise aus der Ostberliner Zeit, anderen aus der Westberliner Zeit. Und man muss ehrlich sein, wir haben eigentlich auch das, sage ich mal, Einfügen in manche Themen haben wir verpasst. Wir haben im Haus eigentlich nicht ausreichende Kenntnisse über das Thema, was jetzt natürlich ganz heiß und total wichtig ist. Aber schon davor war es klar, dass das Stadtmuseum oder die meisten Stadtmuseen, ich komme aus Amsterdam, ich hatte da auch die Leitung über ein Stadtmuseum, da haben wir auch immer die Verbindungen, die Zusammenarbeiten gesucht mit diejenigen, die es wissen. Und die da schon längere Zeit daran arbeiten, damit man nicht Anfangsfehler macht, damit man auch gleich das richtig einfügt und die Sachen entwickelt. Und Museumsberatung ist, denke ich, auch wunderbar als Thema,
weil das geht weiter als nur unser Museum. Aber wenn wir mal mitmachen, können wir natürlich auch die Kenntnisse, wie wirkt ein Museum, an der Museumsberatung mitgeben. Also wir können wieder auswechseln, was wir wissen von, was für Umstände gibt es eigentlich in Museen, wenn man mit dieser größeren Institution zu tun hat. Was sind die Möglichkeiten dort? Was ist meistens das Problem und worauf soll man achten? Und vor allem auch in das Gespräch. Wie kommt man in Gespräch? Und auch bei mir im Haus, es ist nicht immer leicht, um solche Themen anzusprechen. Nicht bei allen. Und daher ist es auch wichtig, dass manche Leute im Museum auch diese Brückenfunktion sind zwischen dieser, Beratung von außen und das Vertrauen, das man in einem Haus haben soll, dass man so etwas angeht, dass man das Risiko nimmt, dass man vielleicht auch schwierige Momente miteinander hat. Und darüber geht eigentlich dieses Projekt für mich. Wir möchten eigentlich einen Modus finden, in dem Institutionen und Initiativen aus der Gesellschaft lernen, miteinander zu verbinden, zusammenzuarbeiten. Also der Prozess ist für mich noch viel wichtiger als das Resultat in Ausstellungen oder in Büchern oder in Symposien. Ich möchte gerne, dass meine Institution, die Leute, lernen, wie man zusammenarbeitet. Ich höre da so ein bisschen raus, Paul. Es gibt viel Nachholbedarf. Ja. Vielleicht wird auch ein bisschen viel was verpennt, aber das Interesse und das Engagement ist jetzt da und darum soll es auch gehen. Tahir, es gibt ja noch mehr städtische Museen. Kannst du schon ein bisschen verraten, was es da für Kooperationen geben wird bald? Vielleicht nochmal anschließend an das, was Paul gesagt hat. Also es geht wirklich darum, dieses Projekt als einen Anschub für den Prozess zu begreifen. Also wie arbeitet Zivilgesellschaft mit Institutionen wie Stadtmuseen oder auch Bezirksmuseen zusammen? Und wir haben ja vor einigen Jahren eine Ausstellung organisiert mit dem Stadtmuseum, Bezirksmuseum in Treptow-Köpenick, zurückgeschaut. Und das war gewissermaßen eine Blaupause für die Zusammenarbeit, dass Zivilgesellschaft nicht bloß gehört wird als Beratung sozusagen, sondern wirklich verantwortlich in die Konzeption von Ausstellungen einbezogen werden soll. Und das ist das Ziel, was wir auch sowohl beim Technikmuseum als auch beim Bezirksmuseum Kreuzberg machen wollen, organisieren wollen, also Ausstellungen gemeinsam mit den Museen entwickeln. Das eine ist eine Ausstellung zur kolonialen Migration, das ist Kreuzberg Bezirksmuseum. Das andere ist das Technikmuseum, die sich mit der Versklavungsgeschichte und der Verwicklung Brandenburgs beschäftigen will, wo es eine sehr problematische Ausstellung bisher gab, die jetzt abgebaut worden ist und wo jetzt gemeinsam mit dem Museum entwickelt werden soll, wie bilden wir denn die Versklavungsgeschichte, die Verwicklung Deutschlands in einer Ausstellung ab. Es passiert schon super viel, viele Prozesse werden da schon angestoßen. Lass uns noch mal ein bisschen konkret werden, Paul. Beim Stadtmuseum in puncto Dekoloniale, was ist da konkret geplant? Was wir geplant haben, ist, dass wir gerne zusammenarbeiten möchten, um die Sammlung zu betrachten, Decolonize the Collection oder auf Deutsch das Dekolonisieren der Sammlung. Und das sind Blickwinkel, die meine Mitarbeiter sehr oft nicht betrachten, dass man Objekte, Kunst, aber auch Alltagsobjekte erstmals nicht wahrgenommen hat als zum Beispiel rassistisch. Und weil die denken immer, ist doch wunderbar. Das ist ein Objekt aus der Geschichte. Und dann wird erstmals Funktion und Herkunft und so weiter wird schon betrachtet. Aber dass es eine problematische Seite dazu gibt, wird sehr oft, also man will es auch meistens nicht, ne? Weil dann wird so ein Objekt negativ betrachtet. Das ist auch sehr oft mal auch eine Art von Haltung. Ich kenne von den Führungen durch die Stadt, die gemacht werden, zum Beispiel von Christian, dass man historische Orte erstmals wahrnimmt als historisch und vielleicht schön und vielleicht auch nochmal informativ, aber dass man bestimmte Blickwinkel nicht betrachtet, weil man hat diese Sicht nicht. Man hat doch eine weiße, sage ich mal, historisch weiße Blick auf so etwas und stellt nicht fest, wie Tabak Bau abgebildet wird mit versklavten Menschen. Das wird angenommen als, ja, es war doch so, ist doch normal und so weiter. Ne? So, solche Beispiele haben wir bei 4,5 Millionen Objekte. Das Stadtmuseum hat 4,5 Millionen Objekte, sehr viel Grafik, sehr viel Reklame und andere Drucksachen, aber auch Kunstwerke, die auch Sachen zeigen, von denen man denkt, entweder kolonial oder postkolonial, ganz bestimmt. Aber zu wenig mit dieser Blickwinkel betrachtet. Wenn wir die Museumsberatung hineinbringen
und fragen, um das nochmal zu überblicken, dann stellt sich heraus, tschak, 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 unmessbar, unwahrscheinlich viele Beispiele, die man auf solche Art und Weise nochmal betrachten soll. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil jetzt geht es darum, dass wir versuchen, vielschichtig und vor allem auch multiperspektivisch Sachen zu betrachten. Das muss für diese Stadt, das muss für die Weltgesellschaft. Und das müssen meine Leute erstmal lernen. Und erstmal fühlen die sich sozusagen erstmals korrigiert und sind empört, ja, wie sowas, ne? Und dann langsam entsteht so etwas, ja, ich bin der Blöde. Ich hätte das natürlich schneller sehen müssen. Und dann wird es eine Normalität und dann können die Leute vielleicht das teilweise auch selber. Und darum geht es auch, wie können wir die Institutionen dafür sozusagen ausbilden. Darum geht es eigentlich. Ne? Also sensibilisieren, auch Blicke zu schärfen, aber auch natürlich schwarze Perspektiven in der allerersten Reihe auch die Deutungshoheit zu geben, denn darum geht es ja. Tahir, abschließend will ich von dir wissen, bist du gerade krass happy oder krass K.O. oder beides? Und was sind so deine persönlichen Erwartungen an Dekoloniale? Ja, wahrscheinlich wirklich beides. Also krass happy insofern, dass wir jetzt nach jahrzehntelanger Arbeit auf der zivilgesellschaftlichen Ebene versucht haben, dieses Thema besprechbar zu machen, sichtbar zu machen, dass da große Defizite sind. Wir haben sehr oft Protestkampagnen gefahren gegen Museen, gegen Sammlungen, gegen Projekte, die wir problematisch fanden. Und nun kommen wir endlich ins Gespräch mit Institutionen wie Museen und Sammlungen zum Beispiel. Aber auch nochmal deutlich zu machen, dass dieses Querschnittsthema koloniale Aufarbeitung eben alle Bereiche der Gesellschaft betrifft und wir mehr und mehr das Gefühl haben, dass wir mit unseren Protesten, mit unseren Perspektiven, schwarze Perspektiven auch gehört und gesehen werden. Also insofern happy absolut. Und ich denke auch, dass vor allem die Chance besteht, nicht bloß jetzt ein 5-jähriges Projekt über die Bühne zu bringen, sondern wirklich nachhaltig dafür Sorge zu tragen, dass sich die Gesellschaft insgesamt verantwortlich fühlt für diese Aufarbeitung und sich mit einbezogen fühlt. Also wir suchen das Gespräch und es kommt mehr und mehr an, habe ich das Gefühl. Und insofern bin ich auf jeden Fall krass happy. Und weil Sichtbarkeit wichtig ist, schwarze Sichtbarkeit wichtig ist, gibt es jetzt die Statements von den schwarzen Frauen nochmal für euch. Und wenn ihr euch denkt, wow, ich will mehr von denen hören, die kompletten Statements gibt es auf der Homepage auf dekoloniale.de. Decolonizing for me is not a proper concept because color means like you take care of your garden. It was a bloody kind of division, of partitions, with everything going together with it, like massacres and genocide. Ich bin in einer damaligen deutschen Plantage geboren und aufgewachsen. Diese Plantage wurde später von britischen KolonisatorInnen verwaltet und heute von der kamerunischen Regierung. Meine Eltern haben auf dieser Plantage gearbeitet, deren Eltern. Und mein Vater zum Beispiel arbeitet immer noch in so einer Situation. Colonialism has affected the world's knowledge and recognition of the contributions of West African enslaved in the food world. People don't realize that it was knowledge systems from West Africa that were practiced in the Carolinas and that led to the successful indigenization and commercialization of rice. If you've heard the story of Carolina gold rice, quite often, it doesn't include the origins. Kolonialismus hat mich sehr beeinflusst. Das heißt, als Psychiaterin bin ich immer wieder mit der Frage konfrontiert, inwieweit hat der Kolonialismus meine eigene Psyche geformt? Inwieweit hat der Kolonialismus mich so beeinflusst, dass ich selber koloniale Verhältnisse
produziere und reproduziere in meinem Tun. I grew up in Nigeria, and so colonialism has affected me from my very earliest days. The colonial legacy in the feminist movement at large is the creation of divides and tensions, not only between Western white women, but because colonialism relies upon a divide and conquer mentality. So all in all, colonialism has impacted me and my communities and my line of work in mental, psychological, political, economic, and also, I would argue, in spiritual ways. Na hoppala, jetzt wird's hier noch mal ein bisschen talkig. Es sind 3 Teammenschen mit dabei. Und zwar, Maike ist mit dabei, kaufmännische Leitung von Dekoloniale. Dann ist mit dabei Christian Kopp. Christian Kopp leitet den Bereich Repräsentationen. Und Marisa ist mit dabei und Marisa ist Praktikantin. Schön, dass ihr mit dabei seid. Christian, ich habe es gerade schon gesagt, du leitest den Bereich Repräsentationen. Was ist das? Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie dieser Arbeitsbereich heißen wird. Erst diese Ausstellung, davon sind wir abgekommen, weil wir der Meinung waren, dass Ausstellung eine sehr westliche Kulturpraxis ist und ja in gewisser Weise auch sehr kolonial ist. Man denke nur an die vielen Kolonialausstellungen, die oft verbunden waren mit rassistischen Völkerschauen. Und wir einen offeneren Teilprojekttitel finden wollten, der vielleicht auch mit Umstellung, mit Vorstellung, mit Darstellung zu tun hat und deshalb dieser Titel Repräsentation, also der Offenheit, symbolisieren soll. Und ihr plant ja auch Kooperationen mit anderen Museen. Kannst du da schon ein bisschen was verraten? Genau, wir haben 2016, 17, das ist in dem Fall die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Berlin Postkolonial mit dem Bezirksmuseum Treptow schon eine erfolgreiche Ausstellung, die Ausstellung Zurückgeschaut, erstellt. Und die wollen wir in 2021 grundlegend überarbeiten, umstellen, neu darstellen. Und zwar in grafischer Hinsicht als auch in inhaltlicher Hinsicht erweitern. Wir wollen die Biografien der Teilnehmenden dieser Kolonialausstellung aus den ehemaligen deutschen Kolonien weiter recherchieren. Wir wollen weiter recherchieren zu den beteiligten Institutionen an der Kolonialausstellung und wir wollen noch weitere Sachen herausfinden über den Verlauf dieser Kolonialausstellung 1896 im Treptower Park. Maike, Christian hat es gerade schon gesagt, die Repräsentationen sind ein bisschen mehr als klassische Ausstellungen und wollen auch ein bisschen mehr, besonders in puncto Antirassismus. Wie entstehen denn diese Repräsentationen? Ja, ich glaube, dass in dem Teilbereich eigentlich sehr deutlich wird, wie wir generell arbeiten wollen bei Dekoloniale, denn hier findet ja sozusagen nochmal so eine Erweiterung der Kooperation statt, also zu unserem Projektverbund, der ja eigentlich aus den 4 Projektpartnern Berlin Postkolonial, IOTO, ISD und Stadtmuseum Berlin besteht, kommen jetzt eben nochmal einzelne Bezirksmuseen dazu und das ist eben keine klassische Kooperation, wie man das vielleicht sonst so kennt, wo halt ein Partner entweder die Infrastruktur oder finanzielle Mittel zur Verfügung stellt und der andere Partner kommt mit Manpower oder Know-how dazu und dann versucht man irgendwie für alle Partner einen möglichst wirtschaftlichen Vorteil irgendwie zu erzielen, sondern es geht uns hier wirklich auch sehr darum, auf Augenhöhe zu arbeiten und wirklich gemeinsam dieser Ausstellungen, diese Repräsentation zu entwickeln. Und jetzt im Fall mit dem Museum Treptow sieht es so aus, dass wir halt ein gemeinsames KuratorInnen-Team zusammenstellen, das aus MitarbeiterInnen des Museum Treptow und auch von Dekoloniale besteht. Und wir eben gemeinsam die Inhalte gestalten und das in einem Prozess im Grunde entwickeln. Und da ist dann eben auch einfach dieser Prozess, dieser Entwicklung schon Teil der Repräsentation. Es geht also auch um strukturelle Entscheidungen, bevor es auch um den Inhalt geht? Genau, also wir wollen eigentlich in der Arbeitsstruktur, diese Arbeitsstruktur im Grunde, die üblich ist, entmachten. Also in dem Sinne, dass wir
schon erstmal gemeinsam überhaupt aushandeln, wie wir miteinander arbeiten möchten. Es geht eben nicht darum, also wir arbeiten nicht nach dem Prinzip, wer das Geld hat, hat das Sagen und irgendwie, dass man sich so gegenseitig behaupten muss irgendwie, sondern genau, wir handeln im Grunde aus, wie wir miteinander arbeiten wollen, in welchen Strukturen. Das läuft viel über Diskussion, das nehmen wir in Kauf, dass das halt länger dauert, dass das ein Prozess ist, der da in Gang gesetzt wird und dass damit verbunden auch ist, dass jeder ein Stück weit auch Kontrolle abgeben muss und Verantwortung abgeben muss. Und das ist nicht immer bequem, aber führt, glaube ich, am Ende dazu, dass man wirklich etwas Gemeinsames gestaltet hat. Und insofern ja, repräsentiert dekoloniale Repräsentation eben ganz besonders, finde ich, das Projekt als Ganzes. Also wer das Geld hat, hat das Sagen, gefällt mir solange ich das Sagen habe, liebe Maike. Aber darum soll es nicht gehen. Wir machen weiter und zwar, Christian, es gibt hier ein Highlight. Es gibt viele Highlights bei Dekoloniale, aber eins der Highlights, das Highlight der Highlights ist die Weltkarte, oder? Erzähl mal, was dieses Highlight beinhaltet. Das ist ein Arbeitsbereich, den wir dekoloniale Geschichten nennen wollen. Es wird eine Kartierung sein, eine Karte, eine Weltkarte, und wir wollen transkontinentale Geschichten kartieren darauf. Also nicht einzelne Erinnerungsorte, sondern Narrative abbilden auf dieser Karte, und zwar immer mit diesem transkontinentalen Sprung, meistens zwischen dem afrikanischen Kontinent und Europa, aber auch anderen Erdteilen. Da sind wir angewiesen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und Kooperation mit Initiativen bundesweit, aber auch mit erinnerungskulturellen Initiativen in den ehemaligen deutschen Kolonien, die wir herzlich einladen und ansprechen werden, dass sie ihre Rechercheergebnisse vor Ort, oft werden ja schon Stadtführungen durchgeführt in vielen Orten, dass wir die auf der Karte verzeichnen können, dokumentieren können. Christian, es wird ja auch Stadttouren geben auf diesen Weltkarten. Magst du da ein bisschen was berichten? Ja, es wird Stadttouren geben, die ja jetzt schon durchgeführt werden von vielen Initiativen in den einzelnen Städten. Und wir haben gedacht, dass es gut ist, damit zu beginnen, erstmal die Initiativen einzuladen und sie erstmal selbst auf der Karte darzustellen und damit auch klarzumachen für die User der Karte, wo sie den Stadttouren buchen können zum Beispiel und durchführen können. Wir selbst haben jetzt schon mal mit einer sehr kurzen Tour begonnen. Dies aber besonders, weil sie in Kooperation mit dem Team von Interfilm, von einem Filmfestival produziert wurde, organisiert wurde. Und da machen wir einen kurzen Rundgang hier in Berlin, eigentlich ums Gebäude der alten Reichskanzlei herum. Und da werden eine Reihe von Kurzfilmen mit angeboten auf dieser Tour. Sikitiko ist der erste Film aus Belgien. Es gibt den Film The Morning Citizen aus Namibia. Es gibt einen Film Shetani aus Deutschland und wir zeigen einen Trailer für einen Film, den wir empfehlen, Majubs Reise, auch in Deutschland produziert. Klingt alles super spannend. Marisa, du bist auch Teil dieses spannenden Projektes. Du bist als Praktikantin dort unterwegs, eigentlich aber auch in Jena, und dort bist du Teil einer Initiative, die heißt Decolonize Jena. Was ist das für eine coole Truppe? Erzähl mal. Also wir von Decolonize Jena, würde ich jetzt mal sagen, sind vor allen Dingen Personen, die unterschiedlich positioniert werden können innerhalb der gesellschaftlichen Machtstrukturen. Und ja, daraus ergibt sich für unsere Arbeit vor allen Dingen auch eine intersektionale Reflexion, also sowohl eben in dem, was wir veranstalten, aber auch innerhalb unserer Zusammenarbeit, innerhalb unserer gemeinsamen Arbeit. Welche Orte, welche Geschichten sind es denn, die in Jena dekolonisiert werden müssen? Also vor allen Dingen geht es dabei um BIPOC-Geschichte beziehungsweise auch Leben von BIPOC-Personen, was häufig in der Stadtgeschichte eben unsichtbar ist, und wir versuchen das eben sichtbarer zu machen. Also zum Beispiel war Anton Wilhelm Amo eine Person, der erste schwarze Philosoph, der auch in Jena gelehrt und gelebt hat. Da gibt es eine Plakette in der Jenaer Gasse von ihm, die eben Teil unseres Stadtrundgangs ist. Und zum Beispiel auch Saida Salme, sie war die Tochter eines Sultans aus Tansania und hat auch genau in ihrem Lebensweg Jena sozusagen berührt, beziehungsweise war dort und hat da gelebt. Wenn ich an Decolonize Jena denke, dann würde ich mir sagen, so good luck, da habt ihr auf jeden Fall gut was zu tun, oder? Was macht ihr da den ganzen Tag?
Wie schaut so eure Arbeit aus vor Ort? Also bei uns ist es so, dass wir uns alle 2 Wochen treffen und da eben unsere Veranstaltungen planen. Veranstaltungen in verschiedensten Bereichen. Uns ist es dabei auch vor allen Dingen wichtig, außeruniversitäre Bereiche zu berühren und uns auch eben außerhalb akademischer Kontexte zu bewegen. Und genau, da haben wir zum einen eben den Stadtrundgang, den wir durchführen, wo wir auch immer weiter dabei sind, den auszuweiten und Stationen hinzuzufügen, aber eben auch die Bündnisarbeit, die in unserer selbstorganisierten Struktur immens wichtig ist und von großer Bedeutung. Also zum einen eben innerhalb Thüringens, aber eben auch deutschlandweit. Und jetzt die wichtigste Frage, Berlin oder Jena? Schon Berlin. Ich bitte dich, na klar. Vielen Dank an euch. Ich würde sagen, der Bereich Geschichten und Repräsentationen, check. Und jetzt geht es weiter mit den Konferenzteilnehmerinnen. Wie sich Kolonialismus in meinem Leben ausgewirkt hat, kann ich natürlich als Schauspielerin tatsächlich nochmal beschreiben, weil ich feststellen musste, ich bin ja, wie ich gesagt habe, in Deutschland groß geworden, fühle mich als Kölsche, auch deutsches Mädchen und musste dann feststellen, dass ich nach der Schule Rollenangebote bekommen habe, die gar nichts mit dem zu tun hat, die meiner Realität entsprachen. Das heißt, ich wurde mal direkt in diese Opferbox gesteckt. Sklaven, Prostituierte, Dienstmädchen, gebrochenes Deutsch, gar kein Deutsch. Das war die Art und Weise, wie das deutsche Fernsehen bzw. die deutsche Theaterlandschaft mich, die sich so deutsch und selbstbewusst und als Frau gefühlt hat, darstellen wollte. Und das hat natürlich was mit dem Bild zu tun, dass man allgemein in der Welt, und ich spreche jetzt mal nur von Deutschland, von Afrika hat. Also ich glaube, das ist natürlich, dieses Bild ist stark vom Kolonialismus geprägt. Colonialism has affected my own family history. My ancestors were brought from the African continent to Jamaica through the transatlantic slave trade, and there they were forced to work for European settlers. Other ancestors came to the Americas of their own free will and were quickly afforded human rights just because of the color of their skin. Of course, in Berlin, we can read the aftermath of German colonialism all over the city in the names of streets, Kleingartens, buildings, U-Bahn stations, and of course in the museum artifacts of looted works. I was born into the effects of the consequences of the age of atrocity that people call colonialism, and live with the results and the ramifications. Meine Eltern kommen aus einem Land, das eine ehemalige Kolonie war, und die Situation dort vor Ort zeigt ganz deutlich, dass der Kolonialismus bis heute noch dort wirkt. Und auf meine Profession, auf meine Arbeit hat es sich dahingehend ausgewirkt, dass ich mich intensiv mit der Frage auseinandersetze, wie wir Kolonialismus auch in unserer Gesellschaft bekämpfen können. Also das Denken aus dieser Zeit, das Handeln aus dieser Zeit, das sich bis heute manifestiert. Insofern setze ich mich als Politikerin definitiv damit auseinander, wie wir beispielsweise Strukturen, die rassistisch sind, die aus dieser Zeit stammen, bekämpfen können. What colonialism means to me is really thinking about 400 years of imperialist expansion on the African continent and the ways that that has completely reorganized the way that we think about space, the way that we think about concepts of the human. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer hat eigentlich die Videos visualisiert, wer ist für das Artdesign des Projektes verantwortlich, dann haben wir hier die 3 MacherInnen, und zwar Martin, Danielle und Robin. Schön, dass ihr da seid. Danielle, erzähl doch mal ein bisschen was von eurer Agentur und warum ihr genau die Richtigen für Dekoloniale seid.
Ja, also Visual Intelligence ist ein sehr kleines Studio, transdisziplinäres Studio, das sich mit der Frage der visuellen Repräsentation beschäftigt, vor allem auch im kollektiven Raum, der physisch wie auch virtuell sein kann. Und ein bisschen was zu unserer Person, also warum sind wir transdisziplinär? Robin ist Kartograf, Datenvisualisierer und Gestalter. Ich bin Kommunikationsdesignerin und Soziologin. Und Martin, unser zusätzliches Mitglied jetzt für dieses Projekt, ist Künstler, ich bin Aktivist und zur Konzeption mit dabei. Und generell, was uns einfach super interessiert und warum wir so wahnsinnig glücklich sind, dass wir hier in diesem Projekt mitarbeiten können, ist einfach die multiple Herangehensweise des Projektes, das auf verschiedenen Ebenen sehr komplex arbeitet und in verschiedenen Dimensionen. Und wir sehen einfach mit unserer Expertise und mit dem, wie wir so sind, dass wir da ganz gut reinpassen. Also Interventionen, Repräsentationen und Geschichten, all das vereint ihr schon in eurer Arbeit. Ob wir es in unserer Arbeit jetzt so vereinen, weiß ich nicht, aber wir sind auf jeden Fall, wir denken halt ziemlich multidimensional und versuchen halt darauf zu reagieren. Und diese drei Teilbereiche des Projektes sind eben auch auf verschiedenen Ebenen und repräsentieren auch den kollektiven Raum, mit dem wir eben auch arbeiten. Martin, gibt es so etwas wie eine dekoloniale Art der Gestaltung? Ja, die entwickeln wir gerade für die Dekoloniale. Kolonialismus ist ja so ein System, das allgegenwärtig ist. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr wird es einem auch klar. Und unsere Aufgabe war halt zu gucken, okay, wie kann man so ein System, das sich durch verschiedene Strukturen, durch die Denkmuster durchzieht, wie kann man das visualisieren? Wir haben uns gesagt, okay, wir brauchen eine Art Raster, eine Art Muster, das wir nehmen und dieses Raster versuchen wir dann dekolonial aufzubrechen. Und da Kolonialismus und Dekolonialismus vor allem auch ein sehr physischer Prozess ist, haben wir gesagt, okay, wir machen erstmal physische Experimente. Also wir haben dieses Raster auf verschiedene Dinge projiziert oder drauf gemacht und haben dann geguckt, okay, wie kann man die aufbrechen, diese Raster, wie kann man sie verschieben, wie kann man andere Perspektiven einnehmen und zum Beispiel Filter absetzen, um neue Perspektiven zu zeigen. Und das haben wir dann halt digitalisiert und ins Digitale übertragen. Und so hoffen wir, dass dieses Aufbrechen sichtbar wird von diesen kolonialen Strukturen, die wir dekolonialisieren durch die Veränderung, durch das Aufziehen, durch das Aufbrechen, Aufweichen dieser Strukturen. Ja, also die Denkstrukturen, mit denen wir sozialisiert wurden, die wirklich aufbrechen, aufweichen und dann noch Ebenen hinzufügen, die das eben annotieren, in Relation setzen, neue Inhalte inbringen, weil es ja auch wirklich darum geht, inhaltlich sowie auch in der Gestaltung, dass wir neue Narrative finden und auch im kollektiven Raum bestimmten Elementen oder auch Elementen eine Stimme geben, die vorher einfach keine Stimme hatten. Genau, und Ziel ist es, glaube ich, diese ganzen Sachen, die hier erwähnt wurden, dann in eine visuelle Sprache zu bringen, die man dann modular anwenden kann auf die verschiedenen Medien und Bereiche und auch Umgebungen, die da vonnöten sind. Genau, weil das Projekt eben so komplex ist und verschiedene Ebenen hat und multidimensional arbeitet. Deswegen muss die visuelle Sprache aus unserer Sicht darauf auch reagieren können. Und das ist auch das, was uns interessiert, Komplexität darzustellen, anstatt sie zu simplifizieren in unserer Arbeit und in unserem Büro. Ja. Es klingt komplex, aber auch simpel gut. Deswegen toll, dass ihr mit dabei seid. Robin, eine Frage noch an dich. Sag mal, warum ist die Weltkarte eigentlich auf dem Kopf? Das haben wir auch in der Konzeption gemacht, einfach aus dem Grund, weil eine Repräsentation von Karte oder von Kartografie auch immer Macht darstellt. Ich glaube, die Historiker und die anderen Projektträger hier haben das, glaube ich, auch noch mit besseren Worten beschrieben als ich. Unser Studium mit Fokus auf eben Visuelles, auf Grafik, auf visuelle Repräsentation fragt sich dann natürlich auch, wie können wir eigentlich dieses Narrativ, diese typischen Darstellungen, in diesem Fall von der Karte, ändern? Wie können wir die Perspektive wechseln, auch für Zuschauer oder Leute, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen? Und im Gespräch, in der Konzeption sind wir dann eben auf die Idee gekommen, einfach die Karte zu drehen, zu Süden, um diesen Perspektivwechsel eben zu zeigen. Und wenn man das dann auch sieht auf der Karte, dann ist das auch erstmal ein Moment, wo man sich fragt, oh, was ist jetzt hier verkehrt? Es hat so einen Moment von Disorientierung, wenn man sich das anschaut. Auch weil oben und unten ja immer
Wichtigkeit für uns darstellt, also für alle Menschen. Ne? Was oben ist, ist tendenziell immer eher wichtiger als das, was unten ist. Und wenn wir das umdrehen, haben wir halt schon den Effekt alleine dadurch, dass die Karte gesüdet ist, dass andere Dinge wichtig sind als vielleicht im Standard. Es geht ja auch wirklich darum, nicht nur eine Perspektive zu wechseln, sondern eben auch Elementen, die keine Stimme hatten, eine Stimme zu geben. So, und in dem Moment, wo man halt die Karte gesüdet hat, die ja nicht auf dem Kopf ist, sondern einfach nur gesüdet ist, hat man auch den Blick nach Afrika, nach vorne und nicht zurück. Ja, ich fand auf dem Kopf irgendwie sweet, gesüdet klingt viel, viel besser. Aber ich aus dem Ruhrpott, ich wollte einfach mal sagen, auf dem Kopf, damit ihr alle wisst, wo ich wirklich herkomme. Aber hey, vielen Dank an euch. Das klingt alles, wie gesagt, super spannend. Ich freue mich richtig krass auf alles, was da noch kommt. Und toll, dass ihr das Ganze antirassistisch und empowernd gestalterisch gestaltet habt. Das war auch unser Ziel, das wirklich als Empowerment-Tool zu machen. Ne? Klar auch für Leute, die sich einfach dafür interessieren, aber vor allem auch für die Diaspora, die afrikanische zum Beispiel, und für alle Menschen, die irgendwie von Kolonialismus und Rassismus auch betroffen sind, dass das wirklich ein Empowerment-Tool ist, das wir uns selbst geben, um uns zu bilden, um uns auch zu unterstützen in unserem Werdegang und um Kolonialismus greifbarer zu machen. Wir zelebrieren ja heute den Start von Dekoloniale. Was sind eure Wünsche und eure Glückwünsche auch? Bevor wir hier die Glückwünsche raushauen, wollte ich auch noch kurz erwähnen, dass das Team natürlich viel größer ist als das, was hier sitzt. Wir arbeiten auch mit den Entwicklern zusammen, mit dem NIE-Studio aus Hamburg, Lukas Seiler und Jonas Schell, die die Webseite mitentwickeln. Und wir alle wünschen uns, denke ich, dass dieses visuelle Prinzip, was wir da aufbereiten, das Aufbrechen von kolonialen Denkmustern, dass das einfach gelingt mit diesem großen, tollen Projekt, was jetzt hier 4 Jahre vonstatten geht und getragen wird. Also wir sind einfach total begeistert von den verschiedenen tollen Leuten, die jetzt schon die wir jetzt schon gesehen haben, die eingeladen sind, und wir hoffen einfach weiter mit auf diese Reise zu gehen und das begleiten und beobachten und mitgestalten zu können. Dass es mehr und mehr zu wirklich bleibender Veränderung führen kann. Veränderung ist ein gutes Stichwort, denn jetzt kommen noch mal die Stimmen der Frauen und ihre Forderungen, aber auch Wünsche für alles, was jetzt kommen muss und wird. Ich wünsche dem Projekt Dekoloniale vor allem eins: Durchhaltevermögen. Um gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben, braucht es ein Durchhaltevermögen. Ich würde mir auch oft wünschen, dass gesellschaftliche Veränderungen, dass antirassistische Veränderungen schneller passieren. Aber Gesellschaft braucht oft seine Zeit, um sich zu verändern. Dranbleiben und sich vor allem viele Menschen suchen, die einen unterstützen bei diesem Vorhaben. Denn was klar ist, dass wir es als Gesellschaft dringend nötig haben. I wish Dekoloniale can be a powerful, resilient, anti- and decolonial, earth-nurturing rather than toxic. I hope Dekoloniale and all of us in Dekoloniale can participate in the necessary, difficult, political, joyful work of creating a new, free world, the world that we deserve. Di batalandolo di que di vindo. Wana sopi na pula joa, wana sopi. Also was wünsche ich dann für Dekoloniale gutes Gelingen für diesen äußerst wichtigen Beitrag zum gemeinschaftlichen Heilungsprozess? It has to be an active process of learning and unlearning, of rereading archives that have been given to us, or imagining different set of archives that don't just fall into vaults. Das Allerwichtigste, mein Wunschrat an das ganze Projekt ist einfach weitermachen. Weitermachen, den Mund aufmachen, keine Angst haben, auf die Straße gehen, weiterhin darum bitten, Straßennamen, das heißt bitten, fordern, Straßennamen zu ändern, rassistische Sprache aus dem Alltag zu entfernen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen und einfach daran glauben, dass Dinge sich verändern, und der erste Schritt haben wir ja schon geschafft und das ist super schön. It's also really important that we make connections between histories of colonialism and the ecological systems we live in and depend on. Climate change is also a product of colonialism.
So I encourage Decoloniale to draw connections between the colonization on the African continent and those atrocities of colonization that have transpired in the Americas across the Atlantic. I think there's a lot that we can learn from each other. Ich wünsche der Dekoloniale, dass sie ein breites Publikum auch in der weißen Mehrheitsgesellschaft findet und da eine kritische Auseinandersetzung herrscht. Und ich wünsche der Dekoloniale, dass es einen Austausch innerhalb der schwarzen Communities fördert. Nicht nur wir in Deutschland sind daran beteiligt in der Aufarbeitung, sondern wir brauchen alle Kräfte, die wir haben, alle Verbindungen, sodass die Informationen, die wir haben und die Informationen, die Personen woanders haben, zusammenkommen und wir uns gegenseitig stärken. I wish that Decoloniale will continue to bring strong feminist voices to the fore, because decolonization and depatriarchalization go hand in hand, and without one, the other cannot happen. That's my wish and that is my message. Thank you. Vielen Dank für diesen tollen, spannenden Tag der Eröffnung. Jetzt bleibt uns nur noch der Dank. Zuerst natürlich an unsere Förderer, die hier alles möglich machen. Das ist die Senatsverwaltung für Kultur in Europa in Berlin und die Kulturstiftung des Bundes. Und auch herzlichen Dank an unser Produktionsteam von Science Media und Tarik Tesfu für die Moderation, die ja heute alles so toll möglich gemacht haben. Wir freuen uns auf die ganze Projektlaufzeit, die schon morgen anfängt mit der ersten Beiratssitzung. Grüße gehen an dieser Stelle auch an unseren Beirat, der aus wirklich sehr tollen und spannenden Menschen besteht. Mit dabei im Beirat sind Professor Dr. Iman Attia, Dr. Manuela Bauche, Dr. Memory Biva, Professor Dr. Sebastian Konrad, Professor Dr. Albert Guafo, Sabine Herrmann, Dr. Noah Kaha, Leontine Meyer van Mensch, Professor Wayne Modest, Dr. Sabelo Nlovo Gazeni, Paulette Reed Anderson, Sylvia Werther und Dr. Joachim Zeller. Wir freuen uns auf die Beiratssitzung, die morgen stattfindet. Vielen Dank auch an Klaus Lederer, Bürgermeister und Senator für Kultur in Europa, und Hortensia Völkers, künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, die morgen bei der Beiratssitzung das Grußwort sprechen werden. Ja, und ich darf mich im Namen des gesamten Teams noch mal ganz herzlich bei den 19 Frauen bedanken, die hier an dieser ersten Dekoloniale Berliner Afrika-Konferenz teilgenommen haben, namentlich Marianne Balé-Mudumbo, Martha Bienert, Memory Biwa, Edna Bonhomme, Thelma Buabeng, Kabit Ebob-Eno, Pumla Nkola, Ayasha Garin, Ime Ituen, Nani Jansen Reventlow, Jennifer Njeri Kamau, Marit Kupka, Mbo Matsipa, Sheila Oshukboju, Yvonne Ovuor, Mina Salami, Ozos Soko, Aminata Touré, Ami Vaikan und Amma Yeboah. Vielen Dank an euch. Und noch ein ganz kurzer Ausblick: Am 25. Februar 2021, dem historischen Ende der Afrika-Konferenz, werden auch wir eine weitere Konferenz einberufen, und zwar dieses Mal dann unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der afrikanischen und afrodiasporischen Communities hier in Berlin, um gemeinsam über die Think Tank-Reihe nachzudenken, Revisionen. Wir freuen uns. Ja, und last not least möchte das Team, das Kernteam, das über 2 Jahre dieses Projekt vorbereitet hat, das aus NGOs besteht, Berlin Postkolonial, Each One Teach One, ISD, den Dank ausdrücken an Petra Lutz, Christine Regus vom Kultursenat, Tobias Rieder, auch vom Kultursenat, Uta Schnell von der Kulturstiftung des Bundes, Sophie Plagemann, Sarah Baumann vom Stadtmuseum Berlin, Manuela Bauche, Sylvia Werther, Katharina von Wilke und Noah H. Also auch nochmal von uns ein großes Dankeschön an alle, die dieses wunderbare Projekt möglich gemacht haben. Und hiermit verabschieden wir uns fürs Erste von euch und von Ihnen, und zwar mit einer letzten Runde von Wünschen und Warnungen unserer Konferenzteilnehmerinnen. Viel Spaß! I
I wish Decoloniale to really think big. Reclaiming time and space starts, I believe, with a radical reimagining of it and what we could achieve in it. Dekolonisierung bedeutet für mich, die ausbeuterischen Strukturen aufzudecken und diese zu bekämpfen. Ich wünsche Dekoloniale, dass sie den Verhandlungstisch nicht nur symbolisch reclaimen. I wish Decoloniale a feminist approach when dealing with these issues. And I would also urge Decoloniale to deconstruct white supremacy and the structure of violence it has created over a period of time. Dekolonisierung bedeutet für mich, die Spuren kolonialen Denkens aus unseren Systemen herauszuarbeiten. Hier in Europa und auf dem Kontinent. Und genau das wünsche ich auch der Dekoloniale. Arbeit, die einen Raum schafft, in dem ein mögliches Morgen denkbar wird. How long will they kill our prophets while we stand around and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? Now all I ever had, redemption song. I wish that Decoloniale will look at frameworks and systems for cataloging, for documenting, for collecting, and for constantly sharing with the public. Mes conseils là-dessus seraient vraiment de revenir en arrière dans nos savoirs ancestraux, de nous concentrer sur ce que nous sommes, ce qui nous a fondés, de nous reconnecter avec ça. Et une fois qu'on sera reconnecté avec tout cela, on peut vraiment partir très 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 loin. Je ne pense pas qu'une vision occidentale et qu'une vision figée puisse être la bonne marche à suivre de toute façon pour ce projet-là. Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir eine empathische Begegnung mit uns selbst entwickeln und mit den anderen, mit denen wir versuchen, eine dekoloniale Sprache, dekoloniale Umgangsformen und ja, natürlich, eine Welt frei von Kolonialismus zu erschaffen. My biggest wish for Decoloniale is that we not lose sight of the material conditions that keep those systems in place. And so any kind of curatorial or cultural practice that is not attentive to questions of distribution and redistribution falls short of a decolonial project. I wish you all the very best and I look forward to making some kind of contribution in the future. May the organizations involved in the project activate the complex histories of people of African descent in the city of Berlin and in Germany, and create their own places to flourish. This moment will be a catalyst for redefining our Black geographies and shaping our own pathways. Toatama Kamske. Das war's von der Dekoloniale Berliner Afrika-Konferenz. Ich bin mega stolz auf die MacherInnen und krass dankbar, dass ich mit dabei sein durfte heute. Und ihr, was macht ihr? Ihr geht auf dekoloniale.de. Dort gibt es ja schon die Wählkarte. Dort gibt es auch die Statements der Frauen in ganzer Länge. Und es gibt auch schon eine Stadtführung. Deswegen checkt es aus, passt auf euch auf und auf bald.